Heute ist Tag 3. Wir sind knapp 160 Kilometer vor Alice Springs. Spannend wird heute das Wetter sein. Nachdem wir am ersten Tag und gestern sehr viel Sonne hatten, hat sich gestern Abend schon ein bisschen zugezogen. Da hatten wir die ersten Wolken beim Laden nachmittags und haben heute Morgen noch Glück gehabt, gehen aber davon aus, dass im Laufe des Tages deutlich mehr Wolken kommen werden, dass das Wetter ein bisschen schlechter wird. Genau, wie ist denn das? Kannst du das einmal kurz erklären, wie das hier mit dem Control-Stop ist? Genau, also ich muss quasi die Sachen ausschalten, die während des Control-Stops nicht gebraucht werden. Und dann renne ich hier und drücke auf diesen roten Button. Und ab dann geht die Zeit, halbe Stunde, bis der nächste Fahrer wieder da ist. Wir sind reingefahren, waren relativ nah an dem Fahrzeug von Agoria und dann wurde mir gesagt, ja bitte noch ein bisschen weiter nach links, dann müssen wir nochmal rückwärts fahren. Das war auch ganz schön brenzlig, ihr seid da fast in den Pömpel rein, habe ich gesehen, das war wirklich Millimeterarbeit. Ja, ich gucke da nur auf Nikola, der sagt mir ganz genau, was ich tun soll. Ja, also hat ja alles gut geklappt, das sah sehr sportlich aus, einmal zurück und wieder gerade rein. Ja, das war nicht optimal, aber es geht. Fährt jetzt los. Sonnenwagen Wetter, ein Lied bitte kommen. Wir sind bei Streckenkilometer 1792 und der Seitenwind ist jetzt zwischen 5 und 10 Metern pro Sekunde. Aus welcher Richtung kommt der Wind denn? Kommen. Schöner Westwind, kommen. Okay, verstanden, danke, Ende. Da wir auch den Segeleffekt nutzen bei unserem Fahrzeug, sammeln wir auch viele Winddaten. Den Wert gebe ich denen eben durch und damit können die bestimmen, wie der Anstellwinkel ist und können das Fahrzeug wieder optimal zum Wind positionieren. Also die Vorhersage, die für die Rennstrategie genutzt wird, hat wechselndes Wetter vorhergesagt. Wir haben uns links neben die Straße gestellt. Die Böschung ist allerdings relativ steil. Es kann sein, dass der Sonnenwagen erst direkt an der Straße stehen bleiben muss. Kommen. Wir stellen uns jetzt raus, um euch rauszuwinken. Kommen. Wo seid ihr genau? Kommt. Links von der Straße. Wir gehen jetzt raus. Kommen. Hier auf mich zu, auf mich zu. Blinker aus, Blinker aus, Blinker aus. 41, 40, 38, 36, 25, 24, 25, 41. 1, 2, 3. Super windig hier, da hinten kommt auch schon jede Menge Sand auf uns zu. Markus, da kommt noch mehr. Gerade
war es noch sehr abenteuerlich. Also jetzt auf die letzte Etappe, gestern ging es ja mehr um Rennbetrieb, heute war mehr das Wetter. Weil zum Ende hatten wir wenig Sonne und dann dafür sehr viel Wind. Wir haben uns noch vor den Wagen gestellt und so eine Art Wagenburg gebaut, um die Solarzellen zu schützen. Ja, wir sind da quasi voll in so einen Sandsturm reingeraten. Das war ein bisschen so Weltuntergangsstimmung hier. Ja, deswegen gut, dass wir da nicht mehr auf der Straße waren, auf jeden Fall. Der Start ist noch